Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und im heutigen Video geht es um die Kaution bei einer Anmietung eines Wohnmobils. Wo sind die Risiken? Wie läuft das überhaupt ab? Warum ist die Kaution so hoch und wie könnt ihr die auch reduzieren? Und wie kriegt ihr euer Geld wann zurück? Das alles kläre ich und erkläre ich im Video. Bleibt dran, bis gleich. Ja, schön, dass du dabei bist. Grundsätzlich gibt es erstmal einen kurzen Überblick, wie das Video ablaufen wird. Als allererstes schauen wir erstmal allgemein Kaution, warum ist die überhaupt da, was hat es damit auf sich. Dann schauen wir, warum ist die so hoch und wie könnt ihr die reduzieren. Wir gucken auf den Ablauf der Kaution, wie die hin und her wandert. Wann bekommt ihr die wieder, wie lange ist sie nicht bei euch, wie sind die Abläufe da. Dann schauen wir uns das Worst-Case-Szenario an, bei einem Schadenfall, was wirklich dann passiert mit eurem Geld und wie ihr dafür sorgen könnt, dass der Urlaub nicht ganz platzt durch so einen Schadenfall. Außerdem habe ich noch ein wirkliches Risiko gefunden bei der Recherche zum Thema Kaution. Das möchte ich euch noch an die Hand geben. Das ist dann wirklich ein super Tipp, worauf ihr achten solltet. Und ansonsten gibt es noch ein Fazit am Anschluss, meine Meinung dazu. Lasst uns loslegen. Ja, ganz kurze Info noch. Ich habe natürlich nur die Informationen von der Plattform, mit der ich zusammenarbeite, das ist Paul Camper. Für alle anderen Sachen kann ich natürlich jetzt keine Gewerbe nehmen, weil ich da nicht 1000 Wörter drin stecke. Grundsätzlich für euch die Info, ich packe mal einen Link in die Beschreibung. Wenn ihr über den Link auf die Plattform Paul Camper geht und euch dort umschaut und da vielleicht zukünftig ein Wohnmobil mieten solltet, nicht meins, irgendeins, dann bekommt ihr da 30 € Gutschrift und habt schon mal ein bisschen was in der Urlaubskasse quasi von extern. Auch wenn ihr den Link an irgendjemand weiterleitet oder so, für den gilt das genauso, 30 € sind da möglich. Also das nur als Info. Grundsätzlich zur Frage, was hat es mit der Kaution auf sich, warum ist die überhaupt da und warum stört die auch teilweise bei so einer Anmietung von einem Wohnmobil, wenn man so eine große Summe hinterlegen muss für einen Zeitraum X. Es ist eben so, dass bei der Versicherung eine Selbstbeteiligung mit drin ist von zum Beispiel 1500 €. Die muss erstmal von irgendjemand quasi im Schadenfall selbst bezahlt werden, die Summe, bevor die Versicherung überhaupt sich beteiligt. Und deswegen ist es wichtig für die Vermieter natürlich, dass das Geld auch irgendwo greifbar ist und hinterlegt ist, weil man sonst als Vermieter natürlich selbst zahlen muss oder vielleicht hinter dem Geld hinterherrennen muss, wie auch immer. Und am Endeffekt ist es so, das Geld muss erstmal aus eigener Tasche von irgendjemand bezahlt werden, deswegen muss es hinterlegt werden und deswegen ist diese Summe leider zu hinterlegen. Wie lange und wie kurz und wie man das reduzieren kann, das schauen wir uns jetzt gleich an. Warum sind die Kautionen so teuer? Es liegt ganz einfach daran, dass die Selbstbeteiligung bei den Versicherungen, mit denen der Vermieter zusammenarbeitet oder die Plattformen zusammenarbeiten, so hoch sind. Selbstbeteiligung für 1500 €, da muss natürlich 1500 € Kaution hinterlegt werden, damit das funktioniert. Deswegen sind die so hoch, ich höre es immer wieder und lese es auch in Foren, das war auch ein Grund dafür, dass ich das Video mache, dass die Kautionen so hoch sind und dass viele das nicht verstehen. Aber es liegt ganz einfach daran, an den Selbstbeteiligungen der Versicherung. Wichtig für euch, ihr könnt das reduzieren. Zum Beispiel bei Paul Camper weiß ich es, nehme ich als Beispiel jetzt mal, auf 250 € gegen ein bisschen Mehrbeitrag. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass wirklich im Schadenfall, falls was ist, stellt euch vor, ihr kommt wieder nach einer Woche oder zwei, habt einen schönen Urlaub gehabt, das ist ein Schaden und ihr wisst selber, so ein Lackschaden oder eine Stoßfänger oder was, das geht ganz schnell in so einen über 1000 € Schaden und den müsst ihr dann komplett selbst begleichen vielleicht. Oder aber ihr habt die Reduzierung und habt nur 250 € selbst zu bezahlen. Das ist auch schlimm, aber das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Von daher empfehle ich immer gegen ein bisschen Mehrbeitrag diese Reduzierung der Selbstbeteiligung, wie auch immer das bei verschiedenen Vermietern möglich ist, einfach nachhaken und das gegenrechnen ein bisschen, aber absolute Empfehlung, weil das geht schnell mit so einem Schaden und dann wird es teuer und das tut weh. Ne? Wichtig für euch zu wissen, selbst wenn die Reduzierung gemacht wird, müsst ihr trotzdem die volle Kaution hinterlegen. Ne? Diese Reduzierung, die hat was im Nachhinein mit so einer Schadenabwicklung zu tun. Dazu kommen wir im späteren Teil des Videos nochmal, aber grundsätzlich hat die jetzt mit der Hinterlegung der Kaution in den allermeisten Fällen nichts zu tun. Ja, wie geht das Geld hin und her? Wie lange ist das nicht bei euch? Grundsätzlich ist es so, dass die meisten Mieter bringen es in bar mit. Das wird dann bei Wohnmobilübergabe, wird das mir gegeben, das geht in die Akte und im Normalfall, falls nichts weiter sein sollte, geht das auch, bekommt ihr das auch direkt bei der Rückgabe des Wohnmobils wieder und habt es wieder. Ne? Also Geld hat dann nicht wirklich gefehlt, nur während der Reisezeit. Wichtig ist für euch auch als Tipp, macht das immer alles schriftlich. Ich zum Beispiel, ich habe natürlich so Formulare, wo das eingetragen wird, dass ich das Geld bekommen habe von euch. Da habt ihr einen Nachweis, dass ich auch
wirklich das Geld von euch bei mir liegt. Und auch bei der Rückgabe wird es wieder unterschrieben, dass das Geld zurückgezahlt wurde, dann sind alle sicher. Ne? Wenn ihr das vielleicht bei Kleinen macht, die das ganz alleine machen, einfach darauf achten, dass ihr irgendwo auch schriftlich habt, dass ihr Geld dort gelassen habt, zur Sicherheit. Ja? Im Schadenfall sieht das ein bisschen anders aus. Zu dem Fall kommen wir jetzt, schauen wir uns jetzt an. Wie verhält sich das, wenn wirklich dann doch mal ein Schaden eintritt? Grundsätzlich ist der Ablauf erstmal derselbe. Ihr kommt zurück, wir stellen den Schaden fest. Ihr habt ihn sicher selber schon festgestellt oder wir sehen es, wenn wir das Wohnmobil bei der Rückgabe uns anschauen. Dann bleibt die Kaution bzw. ja, diese 1.500 € in dem Fall erstmal beim Vermieter. Der kümmert sich darum, dass die Schadenhöhe festgestellt wird. Da kommt ein Gutachter, das läuft über die Versicherung und die sagen jetzt zum Beispiel 1.000 € Schaden. Dann bekommt ihr in dem Moment von dem Vermieter schon 500 € zurücküberwiesen plus das Gutachten, sodass ihr erstmal nur 1.000 € selbst bezahlt habt in dem Moment und auch den Nachweis seht, 1.000 € wurden per Gutachten wirklich festgestellt. Ja. Jetzt habt ihr natürlich, wenn ihr vorher diese Mietreduzierung oder die Kautionreduzierung gemacht habt, habt ihr Glück, denn dann könnt ihr dieses Gutachten noch nehmen und könnt das bei der Parallelversicherung, die ihr abgeschlossen habt, die Reduzierung umsetzt, das noch einreichen und kriegt dann im Nachhinein, damit hat der Vermieter da nichts mehr zu tun, das macht ihr, im Nachhinein dann noch diese 750 € in dem Beispiel wieder, sodass ihr dann nur diese 250 € selbst bezahlt habt. Ja. Ihr seht, das macht einen riesen Unterschied im Ernstfall, ist auch eine absolute Empfehlung von mir. Wie das abläuft, das ist sicher bei jeder Gesellschaft unterschiedlich. Bei mir oder bei Paul Camper ist es eben so, das ist nur ein Häkchen, ein Zusatzhäkchen, das ist eine Zusatzversicherung, die da abgeschlossen wird, die kostet jede Nacht ein paar Euro, müsst ihr in eurem Fall gucken. Und dann muss man eben gucken, ob es sich lohnt, wie viel man mehr bezahlt und was im Ernstfall passiert. Aber so ein Ernstfall kann schnell mal eintreten. Ich habe auch schon ein Video gemacht, wo mal wirklich ein Schaden eingetreten ist und wie ich darüber denke. Die Strecken, wo ihr fahrt, die sind ja teilweise auch wirklich nicht befestigt. Man fährt auf Plätzen, das sind irgendwelche Strompfosten und so weiter und so fort. Das geht schnell, man ist vielleicht nicht so geübt. Also ich empfehle, die Reduzierung zu machen. Kann wirklich einen riesen Unterschied machen. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, der mir aufgefallen ist bei der Recherche. Und zwar dieses potenzielle Risiko bei der Kaution, wo ich vorhin darüber geredet habe. Ich habe festgestellt, also bei Paul Camper, ich will jetzt keine Werbung machen oder so, aber da weiß ich es. Bei Paul Camper ist es so, ihr habt eine Selbstbeteiligung bei der Versicherung von 1.500 €. Wir reden jetzt über die Vollkaskoversicherung. 1.500 €. Die Kaution, die ihr hinterlegen müsst beim Vermieter, sind 1.500 €. Das heißt, das ist deckend, das passt. Für euch in dem Fall jetzt keine Lücke vom Versicherungsschutz zur Regulierung oder zur Kaution. Reduzieren könnt ihr es auch, wisst ihr. Jetzt habe ich bei einer anderen Gesellschaft, bei der Recherche, ich sage keinen Namen, ich will keinen schlecht machen, habe ich festgestellt, dort ist tatsächlich in den Mietbedingungen und den Versicherungsbedingungen, die habe ich mir angeschaut, habe ich festgestellt, ich lese mal kurz ab, also einmal standen in den Versicherungsbedingungen bei dieser Plattform drin, 2.500 € Selbstbeteiligung beim Schaden. Auch in den Versicherungsbedingungen stand drin, Kaution 1.500 € sind zu hinterlegen, was schon mal ein Problem ist, weil wenn ich eine 2.500 € Selbstbeteiligung habe und habe 1.500 € Kaution, dann ist da noch eine Differenz. Ja? Das ist schon mal ein Problem und dann steht in den Mietbedingungen wiederum, 1.000 € Kaution sind zu hinterlegen. Ich gehe jetzt davon aus, dass die Kunden, die dort mieten, nur 1.000 € Kaution hinterlegen, was erstmal natürlich super aussieht. Das kann natürlich dafür sorgen, dass der eine oder andere Kunde sagt, ich gehe zu denen, die wollen nur 1.000 € Kaution. Aber bitte, bitte, bitte schaut euch auch die Bedingungen genau an vorher, weil es bringt euch nichts, wenn ihr nur 1.000 € hinterlegen müsst, aber im Ernstfall wirklich so eine Schaden-Selbstbeteiligung von 2.500 € habt. Das heißt, nicht nur eure Kaution ist weg, sondern vielleicht wollen die dann auch 1.500 € von euch und das kann ein riesengroßes Problem werden. Also die Selbstbeteiligungshöhe, die ist eigentlich das Allerwichtigste für euch, weil das sagt wirklich, was am Endeffekt die von euch wollen, wenn was kaputt geht. Ne? Also bitte achtet darauf, schaut in die Mietbedingungen und Versicherungsbedingungen, auch wenn es blöd ist, aber sucht euch das raus. Absoluter Tipp von mir, ich war echt überrascht, wo ich das gesehen habe, dass es da solche Monsterlücken im Schutz gibt und solche Risiken. Ne?
Ja, ein kurzes Fazit von mir. Am Endeffekt ist es extrem wichtig, dass ihr bei der Kaution darauf achtet, was in den Bedingungen steht. Ihr habt gemerkt, da gibt es Riesenlücken, Risiken. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen in dem Video gesehen, dass der Vermieter die Höhe einfach nehmen muss, weil es so hinterlegt sein muss. Das ist keine Willkür. Und die Abläufe können relativ schlank sein, sodass ihr das vielleicht gar nicht so merkt, dass das Geld eine Weile nicht bei euch ist. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Klarheit geben zum Thema Kaution. Ich freue mich natürlich, wenn ihr zukünftig dabei seid bei den weiteren Videos. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Als kleine Bestätigung ist immer ganz schön. Ansonsten schaut euch gerne die weiteren Videos an. Geht viel um das Thema Vermietung und die Tiefen dazu, allerdings auch um andere Themen. Lasst es euch gut gehen. Bis bald.